Du wärmst deine Suppe in der Mikrowelle auf. Während sie sich dreht, schaust du durch die Tür. Du siehst die Schüssel rotieren, das Licht im Inneren, vielleicht einen kleinen Dampfschwaden, der aufsteigt. Aber zwischen dir und der Suppe liegt etwas, das du jeden Tag siehst und nie hinterfragst. Ein Gitter aus winzigen Löchern. Tausende kleine Punkte, eingebettet in die Glasscheibe der Tür. Wenn du genau hinschaust, kannst du sie zählen. Wenn du wegschaust, vergisst du sie sofort. Hast du dich jemals gefragt, warum dieses Gitter da ist? Warum nicht einfach klares Glas, durch das du ungehindert sehen könntest? Warum diese winzigen Löcher, die deine Sicht ein wenig stören? Die meisten Menschen glauben, das Gitter sei eine ästhetische Entscheidung oder ein dekorativer Effekt oder einfach so, weil es schon immer so war. Aber die Wahrheit ist, dass dieses unscheinbare Gitter zu den genialsten Sicherheitsvorrichtungen gehört, die je in einen Haushaltsgegenstand eingebaut wurden. Es nutzt eine physikalische Eigenschaft, die der englische Wissenschaftler Michael Faraday vor fast 200 Jahren entdeckt hat, und es ist der einzige Grund, warum du nicht jedes Mal beim Aufwärmen deiner Suppe selbst mit aufgewärmt wirst. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir reisen ins Jahr 1945, als ein amerikanischer Ingenieur durch einen geschmolzenen Schokoriegel die Mikrowelle entdeckte. Wir schauen uns an, warum die Löcher im Türgitter genau die richtige Größe haben, um Strahlung zu blockieren und Licht durchzulassen. Und wir klären, warum dieses Prinzip nach einem Mann benannt ist, der im 19. Jahrhundert in einem Käfig aus Metall saß und sich von Blitzen treffen ließ. Abonniere den Kanal, wenn dich die versteckte Physik in deiner Küche fasziniert. Im Jahr 1945 arbeitete Percy Spencer in den Laboren der Raytheon Corporation in Massachusetts. Spencer war eine ungewöhnliche Figur in der Welt der Wissenschaft. Er war nie auf eine höhere Schule gegangen, hatte mit 12 Jahren in einer Spinnerei angefangen zu arbeiten und sich Mathematik, Physik und Chemie selbst aus Büchern beigebracht. Trotzdem oder gerade deswegen war er einer der wichtigsten Ingenieure des amerikanischen Militärs. Während des Zweiten Weltkriegs hatte er die Massenproduktion von Magnetrons revolutioniert. Magnetrons sind Vakuumröhren, die Mikrowellen erzeugen, und sie waren das Herzstück der Radaranlagen, mit denen die Alliierten deutsche U-Boote aufspürten. Spencer hatte die tägliche Produktion von 17 auf 2600 Magnetrons gesteigert. An einem Tag im Frühjahr 1945 stand er neben einem laufenden Magnetron und bemerkte etwas Seltsames. Der Schokoriegel in seiner Hosentasche war geschmolzen. Ein anderer Mann hätte ihn weggeworfen und weitergemacht. Spencer nicht. Er ließ sich Popcornkörner bringen, hielt sie vor das Magnetron und sah, wie sie zu poppen begannen. Dann probierte er es mit einem Ei. Das Ei explodierte. Innerhalb weniger Tage hatte Spencer verstanden, dass die unsichtbaren Wellen, die sein Magnetron erzeugte, Lebensmittel von innen heraus erhitzen konnten. Am 8. Oktober 1945 meldete Raytheon das Patent für den ersten Mikrowellenofen an. Der erste kommerzielle Mikrowellenofen erschien 1947. Er hieß Radarange, eine Mischung aus den Wörtern Radar und Range, dem englischen Begriff für Herd. Das Gerät war fast 2 Meter hoch. Es wog 340 Kilogramm und es kostete $5.000, was heute einem Wert von rund $60.000 entspricht. Für Privathaushalte war das natürlich völlig unerschwinglich. Die ersten Radaranges standen in Restaurants, auf Ozeandampfern und sogar in einem nuklear getriebenen Frachtschiff. Erst 1967 kam die erste kompakte Variante für die Küche zu Hause auf den Markt. In den 80er Jahren stand sie in jedem zweiten amerikanischen Haushalt. Heute haben über 90% aller Haushalte in westlichen Ländern eine Mikrowelle. Aber egal, ob sie 2 Meter hoch oder klein genug für die Arbeitsplatte ist, jede einzelne dieser Mikrowellen hat dasselbe Problem. Sie erzeugt Strahlung, die für deinen Körper gefährlich wäre. Und sie muss eine Tür haben, durch die du sehen kannst. Um zu verstehen, warum das Gitter funktioniert, musst du wissen, was eine Mikrowelle eigentlich ist. Sie ist eine elektromagnetische Welle, genau wie sichtbares Licht. Aber mit einem entscheidenden Unterschied: ihrer Wellenlänge. Sichtbares Licht hat eine Wellenlänge von etwa 400 bis 700 Nanometern. Das sind Milliardstel Meter. Unfassbar klein. Die Mikrowelle in deinem Ofen arbeitet bei einer Frequenz von 2,45 GHz. Das entspricht einer Wellenlänge von 12,2 Zentimetern. 12 Zentimeter, das ist ungefähr die Breite deiner Hand. Diese Wellen treffen die Wassermoleküle in deinem Essen und bringen sie zum Schwingen. Diese Schwingung ist Wärme. Deshalb wird dein Essen von innen heiß, ohne dass die Tellerwand brennt. Aber dieselben Wellen würden auch die Wassermoleküle in deinem Körper zum Schwingen bringen, wenn sie aus der Mikrowelle entkämen.
Und genau deshalb darf nichts davon durch die Tür dringen. Im Jahr 1836 führte der englische Wissenschaftler Michael Faraday ein Experiment durch, das damals als verrückt galt. Er baute einen großen Käfig aus Metalldraht und setzte sich hinein. Dann ließ er starke elektrische Entladungen auf die Außenseite des Käfigs treffen. Außen sprühten die Funken. Innen passierte Faraday nichts. Er saß ungerührt in seinem Drahtgehäuse, während rund um ihn die Elektrizität tobte. Faraday hatte ein fundamentales Prinzip der Physik entdeckt. Wenn eine elektromagnetische Welle auf eine geschlossene Hülle aus leitfähigem Material trifft, verteilt sich die elektrische Ladung auf der Oberfläche des Materials. Im Inneren bleibt es ruhig. Die Welle kann nicht eindringen. Und das Beste an seiner Entdeckung: die Hülle muss nicht massiv sein. Sie kann auch ein Gitter sein, solange die Löcher in diesem Gitter kleiner sind als die Wellenlänge, die du blockieren willst. Genau dieses Prinzip steckt in der Tür deiner Mikrowelle. Schau dir das Gitter in deiner Mikrowelle noch einmal an. Die Löcher sind etwa 1 bis 2 mm groß. Vergleiche das mit der Wellenlänge der Mikrowellenstrahlung, 12,2 cm. Die Wellen sind über 60 Mal größer als die Löcher, durch die sie zu fliehen versuchen. Stell dir vor, du wirfst einen Basketball gegen ein Fenster aus Maschendraht. Wenn die Löcher in dem Maschendraht nur 1 cm groß sind, kommt der Basketball nicht durch. Er prallt einfach ab. Genau das passiert mit den Mikrowellen. Sie sind viel zu groß für die winzigen Löcher. Sie werden vom Metallgitter reflektiert und zurück in den Garraum geworfen, wo sie dein Essen weiter erhitzen. Sichtbares Licht aber, mit seiner Wellenlänge von wenigen 100 Nanometern, ist tausende Male kleiner als die Löcher. Für das Licht sind die Löcher riesige Tore. Es fließt mühelos hindurch und du kannst dein Essen sehen. Ein einziges Stück Metall mit Löchern macht 2 Dinge gleichzeitig. Es blockiert eine Strahlung, die dich verletzen würde, und lässt eine andere Strahlung durch, die du brauchst. Reine Physik, ohne Bewegung, ohne Strom, ohne Wartung. Das Gitter ist nicht der einzige Schutz. Eine Mikrowelle hat mehrere Sicherheitssysteme, die zusammenarbeiten, damit kein einziger Mikrowellenstrahl entkommt. Die Innenwände des Garraums bestehen vollständig aus Metall, ein massiver Faraday-Käfig, der die Strahlung gefangen hält. Um die Tür herum gibt es eine sogenannte Drosselrille, eine speziell geformte Vertiefung, die genau die Frequenz reflektiert, mit der das Magnetron arbeitet. Selbst wenn winzige Spalten zwischen Tür und Gehäuse bleiben, wird die Strahlung dort abgefangen. Und schließlich gibt es Sicherheitsschalter, die das Magnetron sofort abschalten, sobald du die Tür auch nur 1 mm öffnest. Deshalb gehen Mikrowellen nicht weiter, wenn die Tür offen ist. 3 Schichten, die alle das gleiche Ziel haben. Die Energie bleibt drinnen, du bleibst draußen. Die zulässigen Grenzwerte für die Reststrahlung, die eine Mikrowelle abgeben darf, liegen so niedrig, dass sie selbst direkt vor dem Gerät weit unter dem liegen, was als gefährlich gilt. Wenn du das nächste Mal vor deiner Mikrowelle stehst und durch das Türgitter schaust, weißt du jetzt, was du da wirklich siehst. Du siehst eine Erfindung aus dem Jahr 1836. Eine Idee von Michael Faraday, der mutig genug war, sich in einen Drahtkäfig zu setzen und elektrische Stürme über sich tosen zu lassen. Du siehst die Folge eines Schokoriegels, der 1945 in der Hosentasche eines selbst ausgebildeten Ingenieurs schmolz. Und du siehst ein Stück angewandte Physik, das so elegant ist, dass es ohne einen einzigen beweglichen Teil auskommt. Das Gitter weiß, was es tut. Es hält die langen Wellen fest, die deinem Körper schaden könnten, und lässt die kurzen Wellen durch, die du brauchst, um dein Essen zu sehen. Zwischen Strahlung und Licht entscheidet ein einziges Maß: die Größe eines Loches. Manchmal ist die genialste Sicherheitsvorrichtung kein komplizierter Mechanismus, kein Sensor und kein Computer, sondern einfach nur ein Loch in der richtigen Größe.